Hallo und herzlich willkommen zur Fortbildung Open Innovation City Managerin. In diesem Modul befassen wir uns mit dem Thema Innovationsökosystem. Städte und Regionen befinden sich inmitten signifikanter Veränderungen und stehen vor riesigen Herausforderungen. Wie wird man eine Smart City und wie kann man mit den Daten Mehrwerte für die Bevölkerung erzeugen? Wie schaffen wir den Strukturwandel hin zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft? Wie können wir nachhaltiger, grüner werden, Umwelt- und Klimaschutz meistern? Und wie gestalten wir unser Zusammenleben vor dem Hintergrund von Mobilitätswandel und neuen Arbeits- und Wohnkonzepten? Städte und Regionen müssen schnell innovative Antworten auf diese großen Fragen unserer Zeit finden. Aber die Aufgabenstellungen sind so komplex geworden, dass eine Person, eine Abteilung bzw. ein Amt oder selbst eine ganze Organisation sie nicht mehr allein lösen kann oder sollte. Auch das Denken in bestehenden Clustern, zum Beispiel von Unternehmen, wird nicht mehr ausreichen. Große Veränderungsprozesse müssen in einem kreativen Zusammenspiel der unterschiedlichen Bereiche der Stadtgesellschaft gestaltet werden. Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft sowie Bürger- und Zivilgesellschaft. Städte sind lebendige Ökosysteme, in denen diese Akteure bereits tätig sind, allerdings häufig zu wenig vernetzt. Sie zusammenzubringen und ihr gemeinsames Wirken in Bezug auf tragfähige Innovationen vor dem Hintergrund unterschiedlicher Expertise zu fördern, wird zu einer Kernaufgabe werden. Es zeigt sich in zahlreichen Fallstudien hochinnovativer Städte, dass Stadtverwaltung dabei eine zentrale Rolle in Bezug auf die Steuerung und Weiterentwicklung des Ökosystems zukommt. Aber wie lässt sich überhaupt ein städtisches Ökosystem aufbauen und gestalten? Wie kann es im Hinblick auf die großen urbanen Herausforderungen unserer Zeit gezielt gesteuert und weiterentwickelt werden? Und wie kann sichergestellt werden, dass die Akteure im Ökosystem passende Rollen einnehmen? Lassen Sie uns mit einem Blick auf die verschiedenen Arten von Ökosystemansätzen beginnen. Hier kann laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung zwischen 3 Ansätzen unterschieden werden: Clusterkonzepte, Matching-Lösungen und kooperative Forschungsinfrastrukturen. Die klassische Form des institutionalisierten Austauschs sind Clusterkonzepte. Hierbei werden InnovationsakteurInnen meist aus Wirtschaft und Wissenschaft auf engem geografischem Raum zusammengebracht, zum Beispiel in sogenannten Wissenschafts- oder Technologieparks. Ein erfolgreiches Beispiel dafür ist der Hightech Campus am Rande der niederländischen Stadt Eindhoven. Ziel dieses Ansatzes ist die Stärkung der Innovationsfähigkeit und des Wirtschaftswachstums in der Region. Eine weitere Form des Austausches können sogenannte Matching-Lösungen sein. Hier werden auf Plattformen Angebot und Nachfrage zusammengebracht. Ziel ist es, Netzwerkeffekte zu generieren. Die dritte Kategorie sind kooperative Forschungsinfrastrukturen. Damit werden strategische Partnerschaften zwischen Wissenschaft und Industrie beschrieben. Im Mittelpunkt steht die Bündelung von Kräften, um längerfristige Forschungsprojekte anzugehen oder neue Forschungsgebiete zu entdecken. Diese 3 genannten Ansätze geben Anhaltspunkte dazu, wie der Aufbau von Innovationsökosystemen angegangen werden kann. Diese Lösungen können Bestandteile von gesamtstädtischen Innovationsökosystemen sein. Sie sind für sich genommen wichtig, können aber meistens nicht als ganzheitlicher städtischer Ökosystemansatz bezeichnet werden. Wer sind die AkteurInnen in einem Ökosystem und welche Rollen können sie einnehmen? Dazu hat das Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation 23 typische Rollen von Ökosystem-AkteurInnen herausgearbeitet, verteilt auf 9 Oberkategorien. Diese 9 stellen wir jetzt kurz vor. Die KollaborationsgestalterInnen schaffen das Gerüst für die Zusammenarbeit unterschiedlicher AkteurInnen im Ökosystem. Die Geberinnen finanzieren das Ökosystem. Die Wissensarbeiterinnen forschen zu relevanten Themen. Die Wissenszuliefererinnen bringen Fachwissen ein. LotsInnen gewährleisten die Relevanz der Innovationen, die im Ökosystem erarbeitet werden. Die AttraktorInnen erleichtern die Beziehungen außerhalb des Innovationsökosystems. Die UmsetzerInnen sind, wie der Name schon sagt, für die Umsetzung der Ideen zuständig. Die Verbreiterinnen tragen die Innovation in die Breite. Die KonsumentInnen
oder auch in einer Open Innovation City die StadtbewohnerInnen bilden die Zielgruppe, mit der interagiert wird. Diese Rollen können durch unterschiedliche AkteurInnen besetzt werden. Ebenso kann es sein, dass einige mehrere Rollen einnehmen. In einem gesamtstädtischen, offenen Innovationsökosystem stammen die AkteurInnen im besten Fall aus allen 4 Bereichen der Stadtgesellschaft: Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Verbände, Hochschulen und Institute sowie Bürger- und Zivilgesellschaft. Als nächstes widmen wir uns dem Aufbau und der Entwicklung von Innovationsökosystemen. Hier fokussieren wir uns darauf, welche Faktoren bei Innovationsökosystemen für Erfolg sorgen. Zu den Erfolgsfaktoren zählen beispielsweise Investitionen, Industriestrukturen, Forschung oder Infrastruktur. Solche Erfolgsfaktoren variieren jedoch von Ort zu Ort und sind auch nicht alle leicht zu beeinflussen. Ein Faktor, der beeinflussbar ist, können wir allerdings besonders herausheben, und zwar Vernetzung. Vernetzungsmöglichkeiten sind ein universeller Erfolgsfaktor für Innovationsökosysteme. Es ist also hilfreich, viele Möglichkeiten für den Austausch zwischen InnovatorInnen zu schaffen, zum Beispiel durch spezielle Veranstaltungen oder auch durch die Bereitstellung von Räumen, die Begegnungen ermöglichen. In München geschieht dies zum Beispiel im Munich Urban Collab, einem Innovationszentrum, in dem die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen AkteurInnen der Stadt gefördert wird. Auch darüber hinaus werden in München viele Anlässe für die Zusammenarbeit der AkteurInnen des städtischen Innovationsökosystems geschaffen. Als letzten wichtigen Aspekt städtischer Ökosysteme möchten wir die Steuerung dieser Systeme betrachten. Bei der Steuerung von Innovationsökosystemen durch städtische Verwaltungen können 2 verschiedene Ansätze verfolgt werden. Beim Anbieteransatz kümmert sich die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit anderen AkteurInnen auf direktem Wege um die Bereitstellung eines bestimmten Services oder eines Produkts. Die Stadtverwaltung beauftragt spezialisierte Anbieter für Leistungen, die in ein Produkt oder eine Dienstleistung einfließen. Anschließend wird das Produkt den StadtbewohnerInnen zur Verfügung gestellt. Beim Plattformansatz stellt die Verwaltung lediglich eine Plattform zur Verfügung, auf der andere AkteurInnen den Service oder das Produkt entwickeln. Hier steht eine stärkere Öffnung für verschiedene Lösungen im Vordergrund. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile. Der Anbieteransatz ermöglicht eine genaue Qualitätskontrolle. Dies ist beim Plattformansatz nicht gegeben. Dafür erhält man dort eine größere Auswahl an möglichen Lösungen. Abhängig vom konkreten Projekt oder Kontext passt einer der beiden Ansätze mehr. Ein weiterer Ansatz auf Stadtebene ist der sogenannte Orchestrator-Ansatz. Dabei bildet die Stadt eine Art Meta-Ökosystem. Sie entwickelt eine stadtweite Strategie und steuert verschiedene themenspezifische Ökosysteme. In diesen Subökosystemen kann jeweils einer der eben beschriebenen Ansätze gewählt werden. Abschließend möchten wir Ihnen 7 zentrale Handlungsempfehlungen mit auf den Weg geben. Kombinieren Sie verschiedene Ansätze zur Zusammenarbeit, zum Beispiel Clusterlösungen und stadtweite Innovationsplattformen. Klären Sie, welche Rollen die verschiedenen AkteurInnen im Ökosystem einnehmen sollen. Legen Sie gemeinsam die Grenzen der Offenheit fest. Das heißt, klären Sie, wie viele Ideen, Daten und so weiter beteiligte Institutionen offenlegen wollen. Ermöglichen Sie starke und vielseitige Verbindungen zwischen den AkteurInnen. Sogenannte Hyperkonnektivität hilft dem Ökosystem. Fördern Sie den Aufbau von Vertrauen zwischen den AkteurInnen. Das ist eine wichtige Basis für Zusammenarbeit. Wählen Sie den Orchestrator-Ansatz, um verschiedene Ökosysteme innerhalb der Stadt sinnvoll zu steuern. Binden Sie auch nicht lokale Innovationssysteme an, um den Wissenstransfer in die Stadt zu fördern. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Ökosystem dabei waren. Schauen Sie sich auch gerne die anderen Module unserer Fortbildung Open Innovation City Managerin an.